Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Spiel für heute. Quad Enix Exit 2. Im Jahr 2015 wurde das Spiel Quad Enix Exo besonders hervorgehoben. Ein Spiel für den C64 mit einem niedlichen kleinen Schwein, vielen sich schnell bewegenden Früchten und so farbenfroh, dass man dumm gewesen wäre, es nicht auf einem C64 zu laden. Zampo ist auf einer Mission und so hungrig wie immer. Suinio war einmal eine idyllische Welt, aber jetzt wird sie von einem schrecklichen Unglück heimgesucht. Alle Toiletten haben sich in hunderte von Töpfchen verwandelt, die überall verstreut sind. Hilft Zampo, sie einzusammeln, damit die Hexe Kotechina sie wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen kann. Quad Enix Exit 2 ist ein Jump'n'Run mit origineller Spielmechanik, einigen Rätselelementen, 5 Zonen oder Levels mit steigendem Schwierigkeitsgrad und einer noch nie dagewesenen Grafik-Engine. Quad Enix Exit 2 ist die lose verwandte große Fortsetzung von Quad Enix Exit. Das Spiel ist Teil einer Saga, die zum jetzigen Zeitpunkt 6 verschiedene Spiele umfasst. Diese sind nicht alle für den C64 erschienen. Das ist nun der zweite Teil, der also umgesetzt wird. Die Features sind farbenfroher, hochauflösender Hintergrund, ein Vollbild frei positionierbar, Subpixel und 50 FPS Scrolling, hochauflösende Sprites mit 1, 3 und 5 unabhängigen Farben, flüssig animierter Hauptfigur, coole Hintergrundanimationen, eine riesige Karte. Das Spiel bietet außerdem eine lustige Einleitung und ein Ende in Form von Kurzgeschichten sowie ein detailliertes Handbuch auf der Cartridge, das Zampo bei seiner Suche hilft. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung und hat noch kein Veröffentlichungsdatum. Voraussetzungen sind aber ein PAL-Computer, also Commodore 64, mit PAL-Display, Lautsprecher, Joystick und einem EasyFlash-Cartridge. Wer den ersten Teil mochte, sollte auf jeden Fall den zweiten auch anschauen. Wann der endgültige Release sein wird, steht wohl noch nicht fest. Zumindest habe ich kein konkretes Datum gefunden. Es bleibt also spannend. Das zweite Spiel für heute aus der Rubrik Spiele, die es schon gibt. Das Schwarze Schloss. Zur Zeit, als Dunkelheit und Dämonen noch ihr Unwesen trieben, gab es im Land von Irat Larum kaum noch Menschen. Die wenigen Überlebenden waren von Höllenkreaturen, Dämonen und Untoten niedergemetzelt oder versklavt worden. Selbst die naturverbundenen Elfen in den Wäldern und die abgeschiedenen Zwergendörfer in den Bergen blieben von diesem Grauen nicht verschont. Xanji Danar, ein Dunkelelf einer längst ausgestorbenen Elfenrasse, herrscht in jenen Tagen über die Mächte des Bösen. Er ließ sich ein düsteres Bollwerk errichten, das Schwarze Schloss. Doch ein Held stellte sich der Finsternis entgegen. Sagoni Ishgani, der menschliche Sohn von Aurora, der Göttin des Lichts, und Som-Ishgari, dem Gott des Krieges, beide Herrscher des Lichts und der Ordnung, die Weißen Lords. Sagoni Ishgani stürmte das Schwarze Schloss und zwang den dunklen Herrscher in die Flucht. Doch Xanji Danar verschwand spurlos. 2 Generationen später, jetzt schlüpfen wir in die Rolle des Enkels dieses Helden. Auf der Suche nach Ruhm und Abenteuer wollen wir ein Ritter werden. Doch ein Orakel warnt uns, das Böse ist nicht besiegt. Eine weitere Weissagung bringt Gewissheit. Xanji Danar lebt und sinnt auf Rache an dem Nachfahren seines einstigen Bezwingers. Er hat sein Schloss erneut in dieser Welt und Dimension materialisiert, doch wo genau es sich verbirgt, bleibt im Dunkeln. Fast mittellos brechen wir auf, um das Böse ein weiteres Mal herauszufordern. Ja, das war die kurze Einführung zum Spiel, das Schwarze Schloss.
Ein Rollenspiel aus dem Hause Markt und Technik Verlag, entwickelt von Profiteam Software aus dem Jahr 1989. Das erste, was einem ins Auge springt: der Zufall regiert gnadenlos. Kaum betritt man die Karte, schon springt irgendein Ungeheuer aus dem Gebüsch. Und weil man zu Beginn ungefähr so wehrhaft ist wie ein nasser Waschlappen, kann das schnell die Laune drücken. Auch die eigene Faust entpuppt sich eher als dekoratives Fäustchen, doch eine harmlose Fledermaus haut einem damit die Zähne locker aus. Aber keine Sorge, wer die ersten 10 Minuten überlebt, darf sich freuen. Dann wird's endlich einfacher und sogar richtig spannend. Wer das Spiel nicht kennt und Rollenspiele mag, der sollte unbedingt mal einen Blick riskieren. Ach ja, abgekupfert wurde auch. Siehe das Titelbild. Ja, wir kommen zum letzten Titel für heute, Neon World. Ich denke, dass dies der endgültige Stand von Neon World ist. Es war ein sehr gutes Lernprojekt für mich, aber jetzt fühlt es sich für mich fertig an. Ich habe ein paar kleine Korrekturen vorgenommen, damit das Datentool unter Windows ohne Probleme läuft. Ihr könnt mit dem Quellcode machen, was ihr wollt. Viel Spaß damit! Nach 30 Jahren Nicht-Assembler-Programmierung wollte ich ein kleines Projekt für meinen geliebten Amiga 500 starten. Da viele Spiele nicht die volle PAL-Auflösung von 320x256 nutzen, wollte ich genau dies versuchen. Für diejenigen, die sich über die in diesem Spiel verwendeten Grafiken wundern, sie wurden von Invent Kevin Saunders zur Verfügung gestellt, der die Spielassets frei zur Verfügung gestellt hat, als sie am Annual Amiga Art Contest für 2020 teilnahm. Das Spiel sollte auf jedem PAL Amiga mit mindestens 512 KB Chip-RAM und weiteren 512 KB RAM eines beliebigen Typs laufen. Das waren die Worte des Entwicklers Frank Neumann alias Cobor. Ein kleines Shoot'em-up-Hobbyprojekt für den Amiga ist daraus geworden mit dem Namen Neon World. Ein Spiel, das schwierige Gebiete zum Durchqueren mehrerer Gegnertypen, großartige Melodien von Krzysztof Odaschowski und vieles mehr bietet. Das Spiel benutzt eine DOS-Diskette, es sollte also kein Problem sein, das Spiel auf einer Festplatte zu installieren. Wenn ihr das Spiel in einem Emulator laufen lassen wollt, kann es zu leichten Stottern kommen. Das liegt daran, dass die meisten modernen Systeme eine Framerate von mehr als 50 Hertz haben. Das Spiel läuft mit 50 Hertz und auf meinem Amiga 500 und einem externen Monitor, der 50 Hertz unterstützt, sind das Scrolling und die Sprite-Bewegung völlig flüssig. Also für alle, die noch Platz auf der Festplatte für einen weiteren Shooter haben, auf itch.io kann dieser hier heruntergeladen werden. Es macht eine Menge Spaß und meines Erachtens lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick zu riskieren. Ich wünsche euch an der Stelle auf jeden Fall viel Spaß damit. Ja, und das war es dann auch schon wieder für den Retro Newsflash. Ich hoffe, ich hatte wieder einiges dabei, was euch dazu bringt, den C64 oder Amiga rauszuholen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich dann wiederum freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao.